Was geht ab, Fighters? Willkommen zu unserem neuen Podcast. Endlich, der Podcast startet in die erste Runde, wo die härtesten Schläge und die spannendsten Geschichten aufeinandertreffen. Links und rechts von mir sitzen zwei legendäre deutsche MMA-Fighter, die die deutsche Kampfszene sehr groß gemacht haben und jetzt auf dem Weg sind, die internationale zu erobern. Wir reden in diesem Podcast über das, was hinter den Kulissen passiert, was im Kopf eines Kämpfers vorgeht, vor dem Kampf, während dem Kampf und nach dem Kampf und zeigen, dass das Kämpferleben mehr ist als nur Blut, Schweiß und Knockouts. Seid ihr bereit für knallharte Insights, echte Stories, Mindset und habt generell Leidenschaft für den Sport? Dann lehnt euch zurück, schnallt euch an und lasst uns loslegen. Mein Name ist Maxim. Ich habe die Ehre, das zu moderieren und zu leiten. Willkommen bei den Smash Brothers. Smash Time. Let's go. Zu meiner Rechten haben wir den seit 10 Jahren ungeschlagenen Middleweight Champion und Finisher in Person. Darf ich euch vorstellen? Herzlich willkommen, Karim Engizek. Nicht so viel Applaus, Friends. So laut hier, nicht, dass die alle. Ja, und zu meiner Linken haben wir den UFC-Fighter, der bekannt ist für seine First-Round-Knockouts. Und ungeschlagen, ebenfalls ungeschlagen und eine Siegesserie von 11 Kämpfen in Folge hat. Darf ich euch vorstellen? Herzlich willkommen, Islam Dulatov. Ach, nicht so laut, Leute, nicht so laut. Ja, das heutige Thema wird sein und vor allem exklusiv die Frage beantworten, wie haben die beiden sich überhaupt kennengelernt? Und anschließend zum Ende hin beantworten wir eure Zuschauerfragen, die ihr uns gestellt habt. Deswegen unser Appell an euch, immer schön Kommentare schreiben, weil wir bzw. die Jungs werden diese Fragen immer beantworten. Doch bevor wir loslegen, frage ich die Jungs erstmal. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, der Podcast geht in die erste Runde. Wie sieht's aus, Jungs? Habt ihr Bock? Wie ist euer Gefühl? Und was können die Leute da draußen von euch und diesem Podcast erwarten? Also wie immer, wie unsere Kämpfe. Wie laufen unsere Kämpfe ab? Spannend, Action und auf jeden Fall sehr attraktiv. Und ich denke, ihr werdet richtig Bock drauf haben. Isam und ich werden Sachen erzählen, die wir noch nie so an die Öffentlichkeit rausgebracht haben. Deswegen, nehmt euch Popcorn, lehnt euch zurück und genießt die Show. Also du hast eben gesagt Runde. Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass ich länger machen werde als nur eine Runde. Und das bedeutet, wir werden auf jeden Fall coole Episoden haben. Und ja, ich freue mich auf geile Talks. Wie Kerim schon eben erwähnt hat, werden Sachen quasi preisgegeben, die man sonst vorher nirgendwo anders preisgegeben hat, weil man sich auch irgendwann darauf eingestellt hat, dass man so etwas mal machen wird. Und ja, so viel dazu, Mann. Ich hab Bock. Ja, sehr schön. Auch ich habe extrem Bock drauf, hier in dem heißen Stuhl zwischen diesen beiden Männern zu sitzen. Und man muss auch sagen, ich wurde vom Management beauftragt. Ich kenne die Jungs persönlich nicht. Und alles, was ich oder was ihr heute zum ersten Mal hört, höre ich auch zum ersten Mal. Das heißt, das ist eine Live-Reaction. Also, ich bin eure Vertretung, ich bin euer Sprachrohr. Ich würde einfach sagen, let it rain, Jungs. Fangen wir einfach direkt an. Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Alter vor Schönheit. Yes, Mann. Schönheit für Alter. Da bin ich ja sowieso dran. Also ich habe erstmal Islams Bruder kennengelernt, Solon Beck, vor über 10 Jahren schon. Ne, noch länger, glaube ich. Ja. Da war der noch gerade Anfang seiner Fitnesszeit, da habe ich ihn kennengelernt. Dann, ich glaube, ich bin sogar auf ihn zugekommen, habe mit ihm geredet, habe gemerkt, sympathischer junger Typ. Dann meinte er so, ey, meine Brüder boxen auch und so, ne? Also hat mir jeder damals erzählt, ey, der und der boxt Kerim. Und da hatte schon einen Namen in Düsseldorf gehabt. Dachte ich mir, bitte, der soll aber nicht irgendwie so eine Scheiße mich voll labern mit meinem Bruder ist der Beste. Hat jeder Zweite mir gesagt, weißt du, was ich meine? Und dann war auf einer Boxveranstaltung, habe ich Islam kennengelernt. Da habe ich ihn erstmal in der Pratze ein bisschen arbeiten sehen und auch schon vorher ein paar Videos. Und ich habe direkt vom Blick aus erkannt, der Junge hat Talent, ne? Wenn der genauso, wie der so an den Sandsack oder an den Pratzen kämpft, eine Realität umsetzt, hat er auf jeden Fall was drauf. Und das habe ich vorher auch schon gesagt. Habe ich seinem Bruder erzählt. Habe ich mir einen Kampf von ihm reingezogen, hat der den Typen, glaube ich, direkt erste Runde ausgenockt. Und aus diesem Jungen wird 100%ig was, wenn der so weitermacht. Weil es gab wirklich viele Talente, unnormal viele Talente aus Düsseldorf, du kennst ja auch einige Jungs, die sich dann leider jetzt für den anderen Weg entschieden haben und das nicht durchgezogen haben. Ich habe gesagt, wenn der Junge so weitermacht, wird da auf jeden Fall was. Und ist dazu gekommen. Und und dann haben wir uns auch noch mal bei einem Freund von mir, der hat einen Baguette-Laden, Hotdog und Baguette, hat er gearbeitet, da warst du 16, 17. Ja, habe ich Praktikum gemacht. Hat er Praktikum gemacht. Bin ich ganz schnell da angehalten, ich hatte Hunger, hat der Islam mir sogar Essen noch gemacht und dann habe ich das gepostet, damals meine ich hier, dass der stärkste 16-Jährige aus ganz Düsseldorf, ohne dass ich den so vorher kannte, weißt du, was ich meine, habe ich den schon gepusht. Ich wusste, ich motiviere den auch damit. Dann ging das so durch Düsseldorf rum, nee, der ist der Stärkste, aber dann hat er schnell bewiesen.
War das also eine Art Kräftemessen oder was? Zwischen Ja, da waren natürlich ein paar andere Talente auch. Die auch in meinem Alter waren, so, weißt du. Und das hieß dann so, ey, hier, der ist besser, der ist oder dieser besser. Islam hatte wieder jetzt auch direkt große Fresse gehabt, meinte, ich bin die Nummer 1. Wer was klären will, soll kommen. Und dann, aber er hat auch bewiesen, ne, muss man sagen, ne? Ja, meine ich, der hat er dann auch bewiesen, weil reden kann jeder, weißt du, was ich meine? Bewiesen habe ich das schon, abliefern. seitdem ich 15 bin, auf der Straße kämpfe. Ja, genau, das habe ich dann auch immer wieder gehört. Weil das war noch so, da war ich auch noch viel im Nachtleben tätig, habe ich aber immer wieder gehört, Islam hat Palaver mit dem, Schlägerei mit dem. Und ich hatte diese ganze Scheiße schon, weißt du? Anzeigen, Gericht, Knast, das, ich wusste, der kann schnell abdriften. Weil der war genauso wie ich, direkt von 0 auf 100 so. Direkt schnell reizbar. Keine Geduld, ne? Keine Geduld. Und ich hatte die ganze Scheiße schon. Also ich wollte auch nicht, dass er das sich verbaut und so. Ja, und dann ist das so eins nach dem anderen gekommen. Aber Jetzt, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du wie sein großer Bruder warst? ja, Weil teilweise du hast schon. es ja schon Weil durchgemacht. das ist das ja. Ich wollte oft, guck mal, ich habe so viele Fehler begangen in der Vergangenheit. Er konnte auch vieles an mir sehen, was ich falsch gemacht habe, weißt du? Das ist ja das Gute. Ich konnte diese ganzen diese ganzen Wege, die unnötig waren, vermeiden. Hat das Beste draus gemacht, siehst du ja. Und wie war das für dich, Islam? Hast du ihn auch als großen Bruder Ja, gesehen? also definitiv. Definitiv. Ich habe ja auch immer gesagt, ey, mein großer Bruder Kerem und so, war ja auch immer so ein. Du musst dir vorstellen, man muss auch offen, man muss ja auch, ne, man muss den Leuten auch Credit geben. So, ich meine, zu der Zeit hat mich keiner gepusht. Weißt du, ich meine, zu der Zeit, die Leute, die mich gepusht haben, waren so meine eigenen Brüder. Und die älter waren als ich, die auch geboxt haben zum Beispiel, die in seinem Alter waren, die wollten mich noch nicht pushen, weil das war noch so, ich war jung, ich war aggressiv und das hat den Leuten nicht gepasst so. Also ich habe mir von niemandem was sagen lassen und die haben sich gedacht, okay, wenn wir den jetzt noch pushen und dem sagen so, ey, du bist wirklich so gut und so, dann wird der komplett durch die Decke gehen, weißt du, so mit dem Kopf. Durch die Decke. Dann fliegt der komplett durch so. Also deswegen haben die sich auch so gescheut, mir das zu sagen so. Ich habe deren Kollegen verprügelt, die waren in deren Alter quasi und die haben mir das nicht gegönnt, dass ich die verprügelt habe, so, weißt du, weil das auch Leute mit Namen waren. Aber das außen vor, jedenfalls hat der Kerem auf jeden Fall, war er der einzige von den Älteren quasi, die mich gepusht haben so. Und deswegen, und ich kannte das damals nur aus meiner eigenen Familie. Also mein eigener Bruder Jibril Zullenberg waren die einzigen, die mich gepusht haben. So. Und ich fand das korrekt, dass er mich gepusht hat. Ja, das war so, damals war ich aber 17, er hat damals gepostet, der stärkste 17-Jährige aus Düsseldorf. So, und wir haben das ohne Ende Leute geschickt, weil Kerem, wie gesagt, war damals schon ein Name in Düsseldorf. Und ich habe mich gefreut. Und ja klar, er hat mir auch viele Sachen dann, als wir uns in der Ringerhalle kennengelernt haben, bei Max Schmidt damals, haben wir zusammen trainiert. Und weißt du, da war er auch schon ausgewachsener, kräftiger Mann, so, weißt du. Und ich war damals noch jünger, so. War in meiner Amateurkarriere noch und habe immer gesagt, okay, habe mir von den Tipps geholt, ey, was denkst du, wie soll ich das so und so machen? Er hat sich die Zeit genommen, quasi nicht so, ich sag mal, so, weißt du, wenn du heute zu Leuten gehst, die bekannt sind, so, und die fragst, so, ey, kannst du mir was erklären, die haben gar keinen Bock so. Aber er hat sich so auf korrekte Zeit genommen, weißt du. So, und hat mir dann auch geholfen und so, ja. Wie war für dich das erste Treffen mit Kerem? Das Problem ist, ich erinnere mich an das erste Treffen nicht mehr, um ehrlich zu sein, weil ich habe ihn ein paar Mal gesehen und er hat mich ein paar Mal so immer so gegrüßt, was geht, alles gut, ich habe viel von dir gehört. Das mit dem Baguette-Laden. Also das mit dem Baguette-Laden war nicht das erste Treffen, wir kannten uns vorher schon so, aber okay. wir haben uns das erste Mal da länger unterhalten, so Okay. länger als nur, dass er zu mir kam und meinte, ey, stabil und so, irgendwie so, weißt du, so zwei Wörter. Und ich war schon gut begeistert an dem Tag, so, weißt du. Wie kommt's denn? Also, ihr habt ja beide erzählt, dass ihr so ein bisschen so dieses Straßending habt, Anzeigen, Schlägereien. Ich meine, ich glaube, bei euch beiden ging es ja relativ früh los mit den Schlägereien. Wie kommt's? Warum haltet ihr euch nicht zurück? Oder sind es die anderen, die mal mucken? Nein, das Problem ist, also wenn ich das so sagen darf, ich bin damals nach Deutschland gekommen. Ich war 9 Jahre alt, 8, 9 Jahre alt, so in dem Alter. Kein Deutsch, weißt du. Ich hatte meine erste Schlägerei, ehrlich gesagt, schon gegen Wassim Bakawi. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Das ist ein Freund von mir heute. So, ich bin rausgegangen, wollte Müll wegwerfen. Ich und mein Bruder Tam kamen dann die Mülltonne draußen nicht gefunden. Er ist dann gekommen, hat irgendwas zu uns auf Deutsch gesagt. Er wollte uns, glaube ich, sagen, wo die Mülltonne ist. Oder dass wir das da nicht wegwerfen dürfen, weil wir haben es auf irgendeinen so einen Schrottplatz geschmissen. Jedenfalls stand er da, hat uns irgendwie vollgequatscht auf Deutsch. Ich habe meinen Bruder angeguckt, mein jüngerer Bruder Tam, und so, ey, sollen wir den verprügeln? Der so, ja, okay, komm. Haben wir ihn kurz zusammengeprügelt. Und dann, sorry, Wasser, Bruder, du weißt, ich küsse dein Herz, Bruder, aber auf jeden Fall, das ist eine witzige Geschichte, muss man erzählen. So, ne? Sind wir auf ihn draufgegangen. Ja, nichts Besonderes. Jetzt haben wir ein bisschen auf ihn eingeschlagen, auf sein Fahrrad getreten, dann ist er auch gegangen. Also so, es ging halt schnell los, schon wegen Thema kein Deutsch, weißt du, sowas. Und Wie alt warst du da? 9 ungefähr. Ja. 9, also seit 2007 muss das gewesen sein, also 2007, ja, 9 Jahre alt. Okay, Ja. und du, Kerem, wie ist das bei dir? Du sagst ja auch Schlägereien, Anwalt, Gericht. Warum? Das Problem halt, ich konnte früher
nie sowas unterscheiden. Weißt du, was ich meine? Wenn mich einer ein bisschen länger angeguckt hat, das kommt ja auch wirklich von meiner Vergangenheit. Ich habe das nie gelernt. Ich habe nie gelernt, was richtig, was falsch ist. Und ich habe mich direkt auch, ich war immer wie jetzt auch ein ruhiger Typ. Ich habe nie Palaver draußen gemacht oder so. Ehrlich, ich habe mich immer zurückgehalten. Aber eine sehr kurze Zündschnur und ich konnte das kaum auch unterscheiden. Wenn mich einer länger als ein paar Sekunden angeguckt hat, dann dachte ich mir direkt, ey, was will der von mir? Ich habe mich direkt angegriffen gefühlt. Ne? Und dann natürlich kam direkt, ey, was ist los und so. Und du weißt dann, hitzig, einer ist so in deinem, wie was los? Und dann pam, 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 direkt. Ich habe auch nie geredet. Also Immer direkt drauf. direkt, aber das ist jetzt nichts Cooles, oder? Ich habe auch meine Quittung dafür bekommen. Also hast du, was ich ja schon vorhin eigentlich gesagt habe, du hast dich so ein bisschen in Islam wiedergespiegelt und gesagt, Das ist so, das ja, ich habe ihn gesehen, der ist jung, der lässt sich, guck mal, ich habe mir auch von niemandem was sagen lassen. Ist egal, wie alt der ist, das sage ich sogar jetzt heute noch, ich behandle Kinder auf Augenhöhe. Wenn mich keiner so mit Respekt behandelt hat, auch nur weil er dachte, er ist älter oder er hat Namen, habe ich überhaupt nicht toleriert. Ist mir scheißegal, welche Gruppierung, wer du bist. Ich war 17,5, wie Islam. Mit 17,5 habe ich an der Türe gearbeitet. Und er war ja schon groß für 17. Ich war ja noch voll klein und zierlich, Alter. Weißt du, was ich meine? Stell dir mal vor, ein 17-Jähriger sagt zu so einem 30-Jährigen, nee, du kommst nicht rein. Weißt du, der fühlt sich verarscht. ja, klar. Aber es war mein Job. Ja. Und damals dachte ich an der Tür, dachte ich wirklich, man darf die Dings hauen, die Kunden, die Gäste. Ehrlich jetzt. Dann sagt er, ey, du kleiner Pisser, was lässt du mich nicht durch, du kleiner Furz. So. Dann geh mal zur Seite. Und dann bam, 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 direkt so. Und der Miro, den gönnen die Tür und jedes Wochenende ruft er mich, Bratte. Ne? Auch, wie gesagt, schöne Grüße an Miro. Ich habe den so viel Kopfschmerzen zubereitet. Der musste jede Woche irgendwelche Leute anrufen. Was hast du da wieder gemacht? Mensch, Bratte, der hat mich nicht ernst genommen, was ist los? Und so. Ja. Und wie gesagt, ich war klein und dann mit 17, 18, 19 wurde ich immer größer, stärker. Also hattest du quasi ein Problem damit, wenn die sofort so dir gegenüber aggressiv Das wurden? ist ja wirklich so. Stell mal vor, ich gehe in einen Laden rein. Ich sehe vernünftig aus. Dann sagt mir so ein 17-Jähriger, ich hatte keinen Bartwuchs, nix. Babyface. Nee, heute kein was. Willst du mich verarschen? Geh mal zur Seite, du kleine Pisser. Denke ich mir so, weißt du? Ja. Und ja, und ich habe mir, wie gesagt, direkt kommen um die Ecke. Und mein Favorite-Spruch war, ich schwöre es euch, immer genau das. Guck mal, ich bin zwar jung, ja, aber gleich liegst du hier K.O. Und das habe ich in der Fahrschule gelernt. Ich so. Und ich leg dich gleich auf die stabile Seitenlage. Bei Allah. Ich habe das genau so gesagt. Gleich liegst du hier K.O. und ich leg dich auf die stabile Seite, damit du deine Zunge nicht verschluckst. Die dachten, ich sei Junge behindert. Und dann, teilweise war das so, habe ich, wenn er wach war, aufweichen, was habe ich dir eben gesagt? Also das ist auch durchgezogen dann, ne? Ja, sofort. Ich war auch unnormal schnell. Baff, du hast den Schlag nicht mal gesehen. Hast du zu dem Zeitpunkt schon Kampfsport gemacht? Ja, ich habe ja immer geboxt. Okay. Immer geboxt. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Mit 13, 14. Okay. Ja. Also auch relativ früh, ne? Ja. Also du sagst ja auch, Islam, du hast auch relativ früh Ja, auf angefangen. dem selben Alter fast. Ne? Ja. Mit 14, 13 habe ich angefangen. In Deutschland wieder. Ich habe vorher in Tschetschenien ein bisschen was gemacht, so. Ja. Aber das war eher so dann, kennst du, Tasche hinter Haustür verstecken, rausgehen, halt einfach Ja, chillen, so. okay. Weißt du, das war so ein Ding. Aber dann in Deutschland wieder angefangen. Würdet ihr sagen, dass der Kampfsport so das Main-Ding ist, was euch verbindet? Oder ist da mehr dahinter? Persönlichkeit, Nee, ich würde Hintergrund? sagen, also ne, ist ja auch nicht so, dass wir uns 24 Stunden über Kampfsport unterhalten, weißt du? Ich meine, irgendwann, klar, wir haben uns wegen Kampfsport, also klar, wir haben zusammen trainiert so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Kampfsport uns zu besten Freunden oder so gemacht hat. Nein, ich würde sagen, so Menschlichkeit, weißt du? Ich meine, ich habe Kontakt mit vielen Kampfsportlern. Wenn mir irgendeiner dann nicht passt, Alter, dann, weißt du, Dann? siehst du ihn halt beim Training und das war's auch. Dann siehst du ihn privat nicht mehr. Ach so meinst du, okay. Bei dem muss ich auch privat ertragen, weißt du? Ja, so. Deswegen, Und wie ist er privat? ja, das Gibt ist es ganz exklusive angenehm. Details? Das ist Oder? ganz angenehm. Das ist ganz Ganz angenehm. angenehm. Guck mal, stell dir mal vor, ich wäre wie er. Dann wäre nur durchgehend Schlägereien. Ich bin ruhig, das ist dieses Mittelding. Weißt du, was ich meine? Dieses Yin und Yang sagt man. So. Das ist perfektes Mittelding. Würdest du sagen, du bist der Ruhepol eurer Freundschaft? Jetzt auf jeden Fall. Weil ich habe auch gar keinen Nerv mehr dafür. Normal, der ist auch Weißt 7, du, was 8 ich Jahre meine? älter als ich. Aber abgesehen davon, Irgendwann muss der auch ruhiger glaub werden. mir, ich habe auch gar keinen Bock mehr. Weil da gibt es so Situationen, manchmal rufen hier irgendwelche Leute, Islam, wir haben Palaver. Ey, letztes Mal bin ich da wieder fast durchgedreht. Ruft den einer an, ich habe Palaver. Guck mal, ich wollte sein Handy nehmen, dann bist du ein Freund, ruf nie wieder an, du so und so. Der hat gerade seinen UFC-Vertrag, aber jetzt wirklich an alle, das geht an alle. Habt ihr Palaver, geht zur Polizei oder klärt das selber. Safe. Lass den Jungen in Ruhe. Der unterschreibt gerade seinen UFC-Vertrag, Alter. Die ruft man, ey Islam, wir haben Palaver, kannst du. Was soll er jetzt machen? Soll er für dich, was er sein Leben lang sich aufgebaut hat, das hat mich so abgefuckt, weißt du, was ich meine? Und der ist immer noch so, ich weiß nicht naiv, aber so, der will auf korrekt machen, nee, ich will denen helfen. Meine ich, nein. Hat dir einer geholfen? Nein, fertig aus. Du kannst vielleicht einen Anruf machen, aber nicht noch dahin gehen, klären, Palaver.
Das ist doch gefundenes Fressen für die Presse. Aber das Ding ist, das weiß ich auch selber mittlerweile. Aber er hat mich daran erinnert quasi. Ja, aber, aber trotzdem macht er das ja. Ja. Was ist der voll motiviert? Nein, Mensch, Bruder, meinst du das gerade ernst? Dein Leben hat sich gerade von heute auf morgen verändert. Jetzt willst du hier irgendwie für Leute irgendwas klären, Alter. Du weißt selber, das wird gefunden. Guck mal, wie bei mir damals. Direkt an die Presse. Baff, das wird Schlagzeilen. Deswegen, mach unser Sport. Lasst uns in Ruhe. Was ging denn bei dir in die Scheiße Schlagzeile? selber. Was meinst du? Ja, so eine unnötige Geschichte. Ist Eine, die du abgeschlossen. erzählen willst? Ja, das kommen wir auch noch dazu. Ah, okay, sehr gut. Wie ist das denn für dich, dass er sagt, also er dich in dem Sinne beschützt? Fühlst du dich beschützt oder sagst du eher, Das Ding ist, komm. er hat ja recht. Weißt du, das Ding ist, ich weiß auch, dass er recht hat. Die Situation war aber ein bisschen was anderes, aber ich habe auch trotzdem, nichtsdestotrotz, er kennt die Leute nicht, er hat zu den Leuten keinen Bezug. Weißt du, wenn er jetzt in der Situation wäre, würde ich ihm das Gleiche sagen. Weißt du, also sogar jetzt in dem Alter, ich würde sagen, Bruder, was für? Weißt du, ich meine, du bist ein erwachsener Mann, so, was rufst du noch Leute an? Weißt du, was willst du für die Probleme klären? Er hatte ja in dem Sinne so recht. Nur, das war halt eine bisschen andere Situation so und ich musste da jemanden anrufen, um was zu klären für jemand anderen. Ich habe das aber gemacht, warum? Damit ich einen Streit verhindere. Weißt du, weil ich kannte beide Parteien. Und das wäre, wenn ich mich da nicht eingemischt hätte, wäre diese Sache sehr groß und sehr ekelhaft geworden so. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich rufe da einfach an und kläre das kurz so. Gott sei Dank ist es auch so gekommen. Ich habe angerufen, ich habe gesagt, guck mal Jungs, so und so, ich kenne euch beide, macht bitte Piano. Weil ich war auch nicht, zu der Zeit war ich gerade viel unterwegs auf Reise und ich war nicht hier in der Stadt. Und das war schon so sehr heikel, wir sind schon aufeinander getroffen und so, deswegen. Sollen sich die Köpfe einschlagen. Sowieso, so wird immer die beste Freundschaft. Erst wird sich gehauen Stimmt. und danach so. Das Ja, stimmt aber. Im Ring wird man zu besten Freunden. Nicht im Ring auf der Straße, bei mir zu Hause. Wir haben uns geprügelt, am Ende waren wir Freunde. Ja, das ist interessant. Ich sag ja hier, der direkt am Anfang, wo die Geschichte, wo ich erzählt habe. Erst vermöbelt, dann sind wir Freunde geworden. Ja, so gehen die besten Freundschaften los, habe ich gehört. War es bei euch ähnlich? Wir haben uns nicht geprügelt. Hauen uns so. doch jeden Tag Aber beim jetzt Training. mittlerweile hauen wir uns jeden Tag tot beim Training. Ja? Ja, das stimmt schon. Ja, wie Immer oft fangen wir habt ihr- locker an und am Ende Schlägerei. Ja. Aber ich sage dir ehrlich, sehr kontrollierte Schlägerei. Ja, ja, Das ist so auf eine jeden Fall. Schlägerei, ihr haut euch tot, aber es ist immer noch so, keiner ist danach verletzt. Genau. Weißt du, ich meine, es gibt Leute, mit denen haust du dich nicht tot, mit denen machst du sogar locker, aber dann hast Verletzt du du dich auch. Arm, Finger, das verletzt, Knie kaputt. Das kannst du auch nicht mit jedem machen. Ja. Geht doch nicht. Aber Ist ist das so ein Ding, weil ihr einfach beides Profis seid und ihr wisst, welcher Schlag. Nein, es gibt doch viele Profis, die einen verletzen. Ja. Aber man wir passt wissen, einfach zueinander so. Man wie- passt wie- ja, zueinander. das Weißt du? passt. Man haut, aber man haut mit einer Härte, dass man den anderen jetzt nicht irgendwie mit, ich sag mal, mit Hass. Da ist jetzt kein Hass dahinter. Du versuchst jetzt nicht den Typen K.O. zu schlagen, du versuchst ihn einfach so hart zu treffen, aber jetzt nicht irgendwie, weißt du, K.O. zu schlagen oder ihn irgendwie krass zu verletzen oder so, weißt du? Ja. Das ist halt dieses so, ich sag mal, ein gesunder Schlagabtausch, dass beide voneinander wachsen, dass die Kondition beansprucht wird, dass die Kraftausdauer beansprucht wird, du dennoch aber Piano, weißt du, so, dir keinen Kopf darum machen musst, dass du danach irgendwie gebrochene Nase hast oder Kiefer gebrochen hast. Okay, weil ich habe teilweise Sparrings gesehen auf Instagram und sonstiges. Auch richtige UFC-Fighter, die hauen sich richtig aufs Maul, sag ich mal so. Und dann steht auch so und in den Kommentaren schreiben die teilweise, warum verletzen sie sich gegenseitig? Ja, weil Also- wahrscheinlich sind das auch dann keine Freunde, weißt du, und vielleicht ist das auch irgendwas Persönliches dann auch, weißt du, oder im Sinne von, weißt du, wenn du jetzt jemanden nicht kennst, ich komme in ein Gym rein in Amerika und ich sehe, da einer will beim Sparring Gas geben, dann halte ich mich natürlich nicht zurück, weißt du. Aber wenn du jetzt mit Freunden zusammen Sparring machst, dann ist ja, ne. Ja, ich glaube, das Ding unter Freunden ist, du willst dich nicht beweisen. So, dann kommen andere, die wollen sich beweisen, aber da musst du ja auch irgendwie ein bisschen antworten, Ja, oder? ja, das normal. ist so das Muss Ding. Stempel setzen, das sowieso. Ja. Wenn einer jetzt kommt zu dir nach Hause und der will sich beweisen, natürlich, ey. Vor allem, musst du auch hast einen Namen, zuzahlen, ja. weißt du, was ich meine? Die Leute kommen ja und wollen ja darüber reden. Nachher, Bruder, hast du einen schwachen Tag, was ganz normal ist in diesem Sport, aber dann gehen die rum und sagen, der ist gar nicht so stark. Ich habe mit dem Sparring gemacht, der war so und so, oder weißt du? Okay, verstehe. Okay, dann meine Frage, wie oft habt ihr euch Bock zu hauen? Boah, wir hauen uns doch schon jede Meine Woche. Ich, ja. Ich habe gar keinen Ja, es Nerv mehr. ist- Ich will beim Training. Ich habe schon gar nicht keinen nach Bock Hause. mehr. Trainiert auch immer zusammen oder wie ist Ja, das? wir sind schon 80% der Zeit trainieren wir schon zusammen. Ach so, okay, dann, ja gut, alles klar. Was würdet ihr sagen, wie hat sich eure Freundschaft durch die Jahre verändert? Soll ich sagen, was das ist? Der Islam ist ja auch dann sehr, sehr schnell gewachsen. Weißt du, also jetzt an der Popularität und dann natürlich auch so vom Fight IQ und Fight Game. Und leider ist das heutzutage so, dass die wenigsten einen sowas gönnen, weißt du? Und ich gönne das ihm. Ich gönne ihm den Erfolg. Und das ist bei den meisten leider nicht so der Fall, ne? Dass die uns generell etwas gönnen. Und ich finde es sogar, Das stimmt. sage ich immer wieder, besser, schön zusammen anzusehen, dass wir zusammen wachsen, zusammen dieses alles jetzt genießen können. Ob das jetzt abgesehen vom Finanziellen so, weißt du? Das ist so für mich das Schöne Safe. und das schweißt uns auch zusammen. Was würdet ihr sagen, ist die beste Entwicklung, die ihr zusammen gemeinsam durchgemacht habt? Der letzte Kampf. Ja, Kannst du dazu? Ich glaube, schöner geht's gar nicht. Ich habe meinen UFC-Vertrag bekommen, er ist Champion geworden.
Ich meine, das war ja auch in derselben Woche. Also beides in derselben Woche. Weißt du Aber nicht? ich meine so einen Moment, den ihr gemeinsam, also klar. Das war gemeinsam, das war weil ja ich war ja da, als der Champion wurde. Ja gut, so ich meine so abgesehen vom Kampfsport. Also wirklich so privat. Ach, wir haben schon so viele Sachen erlebt, weißt du, die man jetzt so erwähnen kann. Aber wir sind so privat, wir sind sehr, sehr gute Freunde, weißt du. Also jetzt abgesehen von der ganzen Kampfsport, wir sehen uns ja auch oft genug privat, weißt du. Wir haben schon viele Dinge zusammen gemacht, ich weiß nicht, ob man alles erzählen kann, so, aber... Das obliegt euch. Nein. Ob ihr es erzählen Nein, könnt ich oder meine das doch gar nicht darauf bezogen, ob ich das hier erzählen kann, sondern da hängen noch andere Sachen zusammen, deswegen. Okay, verstehe. Dann eine Frage, jetzt müsst ihr mal kurz überlegen, würde ich sagen. Ich habe mir das mal hier aufgeschrieben. Wenn ihr euer Kennenlernen mit einem Song oder einem Film beschreiben müsstet, Ein welcher und warum? Baby, I love you. Kannst du es auch begründen? Scheiße, Film? Alter. Film oder Song ist dir überlassen. Boah. Eigentlich so. Okay, Islam sagt nur einen Song. Ich überlege gerade, ja. Kann auch ein Film sein. Warte, lass mich überlegen, Bruder, bitte, weil du hast mich jetzt mit so einer Frage hast mich echt überrascht. Ich würde sowas gar nicht jetzt berechnen. Ein Song. Kann auch Film sein, Transformer oder so. Wenn du es begründen kannst. Aber nee, das ist halt so, ach nein. Wenn dann so ein, weißt du, ein Film, der mit Kampfsport zu tun hat, weißt du, so großer Bruder, kleiner Bruder, sowas, eher so ein Film würde ich verbinden, weißt du, aber Ja. Boah, schwierig, Alter. sonst, ich würde sagen, Vatos Locos. Kennst du den Film Vatos Locos? Boah, der ist geil. Blood in, Blood out? Ich kenne, also ich habe Ey, den du nicht Amateur, gesehen. du kennst den Ja, Film ja, ich weiß, welcher das ist, aber ich habe den nie geguckt. Wie kannst du sowas nicht gucken, Bruder? Ich muss jetzt nachholen, so zumindest. 100%. Wer diesen Film nicht gesehen hat, der hat keine War das Jugend nicht die Szene, wo er vor dem Spiegel stand und so irgendwie so. Nein, so das ist Lahain. Allein war das, ja, okay. Weißt du? Ist Ja, Lahain ja. ist auch krass. Also du würdest sagen, dass es dieser Film ist. Vatos Locos, ja. Ja, okay. Und du, Kerem? Boah, es sind mehrere. Einmal Yuri Boyka, der Film. Ja, der ist auch Der gut. ist auch geil. Kennst du den? Wie heißt er? Ne, Yuri Boyka, das ist doch Undisputed. Undisputed, ne? Ja, genau. Der ist geil. Ja. Das Die habe könnte ich man alles so. zumindest geguckt. Und du kennst den Film Vier Brüder. Klar, Four Brothers. Mit Boah. Mark Wahlberg und so. Ja, Mann. Ja, Ja. der war auch gut. Ja. Guter Film. Ja, der ist auch wirklich sehr stark. Und was war so der entscheidende Moment bei euch, wo ihr dann gemerkt habt, dass ihr auf einer Wellenlänge seid? War Immer das, schon von der ersten Ja. Moment an so. ja, das ist ja dann zurückzuführen auf dieses Kampfsportding quasi. Oder ist es der Name auf der Straße? Nicht mal Nein. das. Mein Name auf der Straße gar nicht, weil du musst dir Oder ist vorstellen, das irgendwann, das zählt ja gar nicht mehr. so. Das juckt Weißt auch du? keinen. Das juckt auch, das ist so, weißt du, Name auf der Straße und so, das ist so. Ich glaube, mittlerweile, weißt du, ich bin 26 Jahre alt, weißt du, das ist sogar für mich so im Kindergarten. So, das, weißt du, Name auf der Straße, was interessiert mich das? Ja, ja. Weißt du, ich habe so meinen Namen. Weißt du, ich muss jetzt nicht noch weiter dafür kämpfen. Jeder, der mich kennt, weiß schon, wie ich bin. Weißt du, und jeder, der mich nicht kennt, gut, dann komm mal hier rüber und frag nach. Weißt du, so Name auf der Straße. Ich werde jetzt nicht darum kämpfen, mir noch einen größeren Namen zu machen, als ich schon habe. Ich kämpfe eher damit, so die ganzen Kakerlaken loszuwerden, die ich auf der Zeit, während ich auf der Straße war, verbracht habe, die sich angesammelt haben, weißt du. Weil sind auch viele von denen. Deswegen, nee, ich würde sagen, man hat sich von vornherein gut verstanden. So, und deswegen war immer, also die Sympathie hat gestimmt. Weißt du, das hat einfach alles gepasst. So. Beide Kampfsportler, beide, weißt du, erfolgreich. Zu der Zeit war ich noch, ich sag mal, relativ jung erfolgreich, aber ich war dennoch schon erfolgreich, weißt du, ich habe schon, Auf jeden Fall, hier kannte man dich schon, ne? genau, ich war in Düsseldorf, im Umkreis kannte man mich schon, weißt du, ich war auf der Straße, habe ich mich ständig gehauen, so, weißt du, da haben die Älteren das mitbekommen, ständig, haben immer gesagt, ey, da ist dieser Kleine, der ist talentiert und so, weißt du, am Anfang haben die gesagt, der ist so, man wusste noch nicht genau so, aber mit der Zeit, ey, der ist dieser Talentierte, dann, ey, der ist jetzt Profi und dann so weiter und so fort, weißt du. Du sagst ja so oft auf der Straße gehauen. Sehr oft, Sehr oft, wirklich genau. sehr oft, ja. So, wie kommt's? Also, wie kommt's? Also, ja, ich hab auch ein paar Schlägereien hinter mir, aber wie kommt's, dass man sich so oft schlägt? Wie es kommt, ich sag dir, weil das war damals in meinem Interesse. Es war wirklich mein Interesse, mich aufzuprügeln. Und du hast auch gesucht, dann nicht Stress. Nee, gesucht habe ich das nicht. Ich habe nie Stress gesucht. Ich bin sogar ein Mensch, ich sage dir ehrlich, wenn ich Stress hatte, ich war immer so abgeneigt davon eigentlich. Aber ich war abgeneigt von Stress, aber ich war niemals abgeneigt davon, mich zu prügeln. Weißt du, ich meine? Ich wollte immer so fernab bleiben vom Stress, aber wenn es dazu kam schon, wenn es unausweichlich ist, ne, wenn ein Krieg unausweichlich ist, dann muss man als Erster machen. Weißt du? Weil dann nachzugeben, macht sowieso keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Weil dann verlierst du alles. War das bei dir ähnlich wie bei Kerem mit der Zündschnur? Safe. Zukunftszündschnur? Auch unter anderem.
Das Ding ist, ich wollte ja damals auch schon irgendwie so, ich sag mal, ich erzähle es einfach jetzt hier. Als ich klein war, das war richtig ein Ziel von mir, Gangster zu werden. Also jetzt Weißt, wirklich. ich wollte richtig Gangster werden, ja. Das war so, damals hatte ich noch gar kein Ziel gehabt. So, ich rede von einer Zeit, wo ich gar keine Pläne hatte für meine Zukunft, da wollte ich Gangster werden. Ich habe mir so Filme angeguckt, weißt du. Alles ganze, kennst du doch Scarface, weißt du, Al Pacino, hier, Der Pate, du hast so viele Filme geschaut, Vatos Locos, hast du gedacht, immer so Gang, weißt du. Alle haben die das in diesen Filmen verkauft, diese Bruderschaft, aber am Ende hat eigentlich nur die letzte Message vom Film gezählt. Ja. Verstehst du? Am Ende, die letzte Message war immer, halt dich davon fern. Weil am Ende ist immer gerne Knast, Tod, weißt du, solche Sachen. Aber diese Message habe ich nie aufgenommen. Ich habe nur diese Message vom Anfang von mir genommen. Ja. Die coolen Zeiten. Du bist mit 20 Jungs, ihr läuft rum, ihr macht euer Ding, ihr macht Kohle, so, weißt du, das war für mich immer so. Das hat mich gereizt und ich war jung, ich dachte mir so, ja Mann, so will ich leben. Und dann habe ich tatsächlich in Düsseldorf eine eigene Gang gemacht, die hieß Vatos Locos. Die war auch von Polizei noch bekannt. stimmt. Weißt du noch? Ja. Ich hatte meine eigene Gang gehabt, die hieß Vatos Locos damals. Das wissen auch viele nicht, die mich nicht kennen, so, aber Geil. wir sind dann ständig von Woche zu Woche sind wir raus, unterwegs, haben uns hin und her geprügelt mit allen möglichen. Wir hatten Stress mit Rockern, also für unser Alter war das schon krass. Ja. Weißt du, ich meine, wir waren damals noch jung. Wir hatten Stress mit Rockern, wir hatten Stress mit Großfamilien, wir hatten Stress, ständig war irgendwas. Und ich war zu der Zeit, wie gesagt, ne, ich hatte mit 14, 15 damit angefangen. 16, 17, 18, 19, irgendwann mit 19 habe ich komplett 20 habe ich mit allem aufgehört so. Ja, mit 20 habe ich, würde ich sagen, komplett so mit allem aufgehört so. Mein jüngerer Bruder ist da noch ein bisschen weiter abgedriftet so. Aber ja, dann hat er sich auch gefangen, ne, hat Gas gegeben. Aber mein Bruder war so längere Zeit auch im Knast und so. Okay. Und ja. Also sagst du, daher kam dann wahrscheinlich auch so dieser Name Islam, Dulatov. Ja, der hier ich sag mal auf der Straße kam dieser Name dann so. Aber ich meine, im Sport, nicht viele Leute wissen, glaube ich, wie ich eigentlich früher war. Deswegen trauen sich wahrscheinlich auch viele Tastaturrambos manchmal was in die Kommentare zu tippen, weil sie halt nicht wissen, wie du eigentlich privat bist. Aber ich erzähle es auch nicht, weil ich irgendwie, weil ich cool bin oder so. Das sind einfach Sachen, die zu meinem Leben gehören. So, weißt du, Erste Sachen aus der Vergangenheit. Ja, das sind so. braucht man sich nicht damit zu profilieren normalerweise, aber ich erzähle es einfach, weil wir sitzen hier im Podcast, wir haben von vornherein gesagt, wir werden Sachen erzählen, die wir vorher nie erzählt haben. Ja. Ist halt Part von meinem Leben gewesen so und genauso auch Part von Kerims Leben. Das war dann auch irgendwo dein Weg, damit du hier bist, wo du gerade bist. Safe, ne? weil ich habe ja auch damit aufgehört. Weißt du, wenn du mich früher gefragt hättest, willst du damit aufhören? Ich würde sagen, nein, mir gefällt das so, ich mag das. Ja. Weißt du, aber mittlerweile, ich kotze von sowas. Okay, ja, weil da habe ich später nochmal eine Frage zu. Deswegen einmal kurz rüber zu dir, Kerim. Warum warst du damals auf der Straße so bekannt? Oder warum kannte man dich schon? Ja, wie gesagt, keine richtige Perspektive. Ich habe die Schule nicht richtig beendet. Ich habe keine Ausbildung abgeschlossen. Was blieb mir dann anderes übrig? Dann habe ich ich hatte keine Gang wie Islam, aber ich hatte immer eine Truppe. Und wir waren alle schon kleine Hauer gewesen. Wir sind jedes Wochenende in Düsseldorfer Altstadt und da waren zwei richtig asozial. Ne? Und so fing das an. Genau, ich erzähle euch, wie ich da reingerutscht bin. Und da waren auch immer wieder Schlägereien. Ne? So. Dann kennst du die Diskothek Sub? Das ist so, Wo, kleine Bonzen sind da immer meistens. Ja, wo diese Straße, Beukenstraße da ist, genau. ne? Da haben wir konnten sowieso niemals rein, aber wir sind schon immer so provokant dahingegangen, die Türsteher, ey, verpisst euch und so, ne? Da war eine Schlägerei vor der Tür. Türsteher gegen irgendwelche Jungs. Und wir standen nur da. Und wir waren kleine Jugendliche. Die Türsteher verwechseln uns mit den anderen, attackieren uns. Wir hatten nichts damit zu tun. Okay. Und wir waren 3 gute Hauer, ne? 3 gute Kämpfer. Da haben wir uns richtig mit denen gefetzt. Und ich hatte so einen langen Dünn, ich bin hochgeschwungen, bam, hab den ausgenockt und bin weggerannt. Und dann hat das einer gesehen von damals Stefan Freudenreich vom Boxen. Der hat auch an der Türe gegenüber gearbeitet. Da kommt der irgendwann zu mir, der Kerem, ich hab dich letzte Woche gesehen, Bro, in der Altstadt, du hast dich geprügelt mit den Sub-Türstern, hieß das damals noch. Und ich, ja. Meinte, hast du nicht Bock für uns zu arbeiten? Der Miro hat hier einige Türen und so. Und ich war 17, voll cool, dachte ich mir, boah, geil, Türsteher. Und so bin ich da reingerutscht, weißt du? Ich habe nicht mal gefragt, was kriege ich. Ich habe direkt, ja Mann, das ist voll ein geiler Job. Ich stehe da an der Tür, bin cool, die Leute respektieren mich. Und dann, wie gesagt, bin ich rein. Dann bis so 23 war ich dann so im Nachtleben. Hab dann jeden gesehen, wie der Islam sagt, Filme reingezogen. Dann auch die Leute wirklich getroffen, die wirkliche Gangster sind. Aber ich habe dann wirklich früh erkannt, ne? Ich habe bis vorher alles gefeiert. Wie er sagt, das endet nie gut. Und da habe ich gesagt, wer bist du, dass das gut endet? Wenn ein Pablo Escobar, der größte Motherfucker der Geschichte, am Ende abgeknallt wird. Mein Vater war auch sehr, sehr hoch und sehr groß, 15 Jahre gesessen hat. Musste ich mich so schnell entscheiden. Also was heißt schnell entscheiden? Hat 6 Jahre gedauert.
Ich hab auch, Okay. und das Schlimmste war, soll ich sagen, was das Allerschlimmste für mich war? No. Nicht mal so, ich war ja immer wieder rein, raus. Knast ist ja wirklich für mich Kindergarten gewesen. Ich war 11 Jahre im Kinderheim, das war das Schlimmste. Ach, krass. Dieses Zahlen, Alter. Schmerzensgeld. Boah, das hat mir wehgetan. Echt? Ey, klar. Okay. Ich hab mal vor, die erste Verurteilung habe ich mit 18 bekommen, 30.000, 25.000. Ach, du, zu der Zeit, das Geld hat man Alter, ja nicht. Ne? 25.000 Euro. das ist- Ich zahle mein Leben lang. 18, 25.000, das war für mich so wie 25 Millionen. Ja, genau. Das Ich war- schwöre, ich dachte, ich würde da nie wieder mehr rauskommen und das hat mir richtig wehgetan. Dann wieder 5.000 und dann irgendwann immer so, oh, scheiß drauf, die Schmerzensgeld, scheiß drauf. Und so. Ich schwöre, genau das hat mich zurückgehalten. Echt? Der Ja, Mann, Schmerz? nicht mal Knast und so. Ich hatte nur Angst vor dieses Zahlen. Das heißt, wärst du reich, hättest du jeden aufs Maul Ja, gehabt. direkt. Ich tue 10er, hau ich in 10er raus. Paff. Jetzt war ich Ohrfeige, 1.000 Euro, deswegen. Ohrfeigen kann ich immer noch verteilen. 1.000 Euro, ist okay. Okay, verstehe. Ja, deswegen, die Frage, die ich auch eigentlich Islam stellen, also die geht eigentlich an euch beide. Würdet ihr genau denselben Weg nochmal gehen, den ihr bis hierhin gegangen seid? Islam anscheinend, sagst ja, es sei denn, vielleicht gibt es so ein, zwei Dinge, die du verändern kannst oder wollen würdest. Wie ist das für dich zum Beispiel, Kerem? Würdest du den Weg nochmal genauso gehen? Weil letztendlich bist du hier, wo du Genauso bist. gehen. Deswegen, ja, ich würde den genauso gehen. Nur ich würde mich von so ein, zwei Leuten distanzieren, die ich über Jahre lang, die ich verschwendet habe. Aber sonst würde ich alles machen, weil das hat uns geprägt. Das hat uns echt geprägt. Das hat uns auch früher zu Männern gemacht. Okay. Wirklich, wir waren zwar jung, so Milchbubis vom Gesicht aus, aber vom Kopf waren wir schon wie Männer. Ich war mit 17, 18 von der Denkweise teilweise wie jetzt. So, weißt du? Ich war nie so kindisch. Ich erinnere mich, ich hatte nie so eine kindische Zeit. Ich kenne was wie Pubertät, Alter. Also, Leute sagen, der ist in der Pubertät. Gab es für mich nicht. Du bist direkt rübergesprungen. Direkt Verantwortung. Früher war Verantwortung, wie auch. Er ernährt teilweise 6, 7 Köpfe. Und ich war früh für meinen kleinen Bruder wie Vater schon. Ja. Damals, deswegen, ich würde alles genauso machen, wie ich es gemacht habe. Okay, ein Ding, bis auf, dass du ein, zwei Leute nicht Ja, ein, zwei kennenlernst. Leute weg. Ein Ding, was du noch verändern könntest. Ein Ding, früher mit meiner Religion in Verbindung kommen. Weil ich kam erst sehr spät, das war ein christliches Heim. Und die waren auch immer Kirche, dies, das, jenes, aber das hat mich nie so vom Herzen getroffen. Und ich kam erst so mit 17, 18 zu meiner Religion durch meinen Cousin, als ich da raus war. Und dann da hätte ich mehr früher Kontakt am besten. Also mich auseinander damit gesetzt. So. Also sagst du, das ist genau das, was dich aktuell auch glücklich macht, dass du diese Auf jeden Religion... Fall. Weil ich habe alles gesehen. Ich habe Geld, hat mich nicht erfüllt. Ich habe glückliche Familie, ich habe gesunde Freunde. Sport hast du alles, aber das erfüllt einem im Inneren nicht so. Das erfüllt mich auf jeden Fall. Okay. Ja. Ist es deine maximale Erfüllung oder geht da noch mehr? Nee, das ist meine maximale. Ja? Also kein Geld der Welt kann das ersetzen. Ein zweiter Gürtel vielleicht? Auch scheiß auf den Geld. Das kann nichts ersetzen. Okay. Ja. Und wie ist das bei dir, Islam? Er hat das schon Genauso? vorweggenommen. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Dinge in meinem Leben, die ich schon gerne ändern würde. Ich denke nicht, dass ich alles in meinem Leben richtig gemacht habe, so, aber ich sag mal so, in der Religion ist es auch immer gut zu bereuen, Sachen, die man gemacht hat, weil ich bin jetzt noch nicht so, dass ich rumlaufe und damit stolz bin, dass ich das gemacht habe, sage ich mal so. Und es gibt wahrscheinlich auch einige Dinge in meinem Leben, so, die man als Kind gemacht hat, die wahrscheinlich nicht richtig waren. Aber ich denke, im Großen und Ganzen, ich hatte halt ein bisschen mehr Glück, was das Thema Religion angeht. Ich bin mit Religion aufgewachsen. Ich bin seitdem ich 4 Jahre alt bin, bete ich und so, weißt du. Also meine Eltern haben darauf sehr, weißt du, schon Acht drauf gegeben, so dass ich halt, bei uns war es sehr streng. Ich weiß noch damals, es gab Zeiten, da musste ich nachtlang durfte ich nicht schlafen. Mit meinen Brüdern zusammen mussten wir Koran, also wir hatten so Hände oben und dann musste ich den Koran so vorne halten, musste den so lesen. Das war richtige Foltercamp für mich zu der Zeit. Deswegen verstehe ich jetzt, wenn Leute sagen aus gewissen Ecken so, ja, ey, ich wurde mit der Religion so hart erzogen und deswegen, weil ich so hart das beigebracht bekommen habe, distanziere ich mich davon und so ein Quatsch. Weil ich wurde auch selber mit Religion hart erzogen und siehst ja, es hat mich nur noch gestärkt, so, ich meine. Und nach vorne gebracht. Ne? Weißt du, wenn jeder hat mal Zeiten, wo er schwächer und stärker ist im Glauben ist und ich kann dir eins sagen, in der Zeit, wo ich schwächer in meinem Glauben bin, das ist die Zeit, wo ich unglücklich bin. Weißt du, je stärker ich in meinem Glauben bin zur Zeit und zu dieser Zeit bin ich dann extrem erfüllt. Weißt du, freue mich immer extrem, weißt du, bin einfach froh und so. Und dann gibt es Zeiten, keine Ahnung, da machst du so viel Kohle, machst du Geld, machst du alles, aber irgendwas fehlt dann realisierst du, okay, ich habe meine Religion in letzter Zeit vernachlässigt. Also du meinst, es ist dann darauf zurückzuführen fast schon? Es ist auf jeden Unter Fall anderem. so, dass man sagen würde, auf jeden Fall, dass nichts über die Religion steht. Okay. Also, es steht niemals etwas über die Religion, das ist einfach Fakt. Wie sehr verbindet Sonst euch die nichts. Religion, würdet ihr sagen?
Die Religion verbindet uns sowieso. Im Islam gibt es einen Spruch, der sagt, wahrlich die Gläubigen sind Brüder. Weißt du? Und deswegen, ich glaube, das sagt alles aus. Okay. Geht ihr zusammen beten? Ja, Ja, das auch. Okay. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir gegen Christen, Buddhisten sei, was Quatsch, nein, am Ende des Tages, guck mal. Haben wir auch Freunde, weißt du, ich habe einen Freund, was macht der? Was hat der letztes Mal irgendwas von Spirit? Das jeder in sein. Ja. Ich will jetzt nicht lachen, Bruder, aber er meinte so irgendwas von spirituell und macht Jeder soll sein Ding machen. Am Ende des Tages, guck mal, du musst dir vorstellen, jeder kann an das glauben, lakum dinukum waliya din, sagt man bei uns im Islam. Ihr werdet niemals an das glauben, woran ich glaube, und ich werde niemals an das glauben, woran ihr glaubt. Euch euer Glaube und mir mein Glaube. Genau. Ihr habt eure, weißt du? unsere. So, jeder kann an das glauben, was er möchte. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wir haben christliche Freunde, wir haben jüdische Freunde sogar, wir haben aus allen Ecken. Weißt du, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, es gibt da, Muslime sind oft judenfeindlich oder christlich, was auch Stimmt immer. da gar nicht. Wir glauben an dasselbe Testament, also was nicht verfälscht worden ist. Nicht. Weißt du, aber wir wollen jetzt nicht zu tief rein. Am Ende des Shitstorms wieder. Religion ist immer Wir haben so alle ein Thema für vetische Freunde. Wir haben alles, was es gibt, auf jeden Fall. Also wir haben wirklich jede bei mir Religion, genauso. jede Ethnie haben wir am Start. Wir sind mit jedem unterwegs, wir haben überall Freunde. Genau. Wir haben mit keinem ein Problem. Also von daher, Leute, glaubt an, was ihr wollt. Nur lasst mich bitte meinen Glauben leben und lasst mich meine Religion leben und alles ist gut. Genau, Punkt. Genau, das sage ich auch immer. Macht, was ihr wollt, solange ihr mich damit nicht so irgendwie ist das. belastet. Und das, also 100%. ich finde, so leben und leben lassen halt. Ne? Genau so ist es. Ich habe sonst, vielleicht greift das so ein bisschen das auf, habt ihr ein gemeinsames Ritual oder Tradition, die sich aus eurer Freundschaft entwickelt hat? Ja, vor den Kämpfen Beten. auf jeden Fall. Beten, das sowieso. Ja, das. Eigentlich das Einzige, ja. Und vor allem, bevor er zum Beispiel kämpft, ich bin immer mit ihm und lese so Suchen und so, weißt du. Das machen wir eigentlich vor jedem Kampf so, aber sonst an sich. Okay, vielleicht so irgendwas, was das Training angeht, zum Beispiel vor dem letzten Kampf, wenn jetzt du oder du, Kerem, ihr kämpft, sagen wir, ey, vielleicht nochmal ein Sparring und nur ich hau drauf. Oder irgendwas so trainingstechnisches. Nee, aber wenn man weiß, dass der andere zum Beispiel kämpft, dann fordert man ein bisschen mehr den anderen. Weißt du? Wenn ich jetzt weiß, Kerem hat am 1. Februar quasi seinen Kampf, dann achte ich zum Beispiel in der letzten eine Woche oder 10 Tage vorher, dass ich seinen Gegner simuliere quasi. Und bei ihm genauso. Erst hat er bei mir beim letzten Mal gemacht und ich habe auch bei ihm das letzte Mal genau das gemacht. Okay, also da geht ihr schon auch aufeinander ein, klar, vom natürlich. Kampf. Also habt ihr auch volle Unterstützung Safe. gegenseitig. Ja, ich schaue mir seine Gegner an, eher umgekehrt. Das sind die Stärken, das sind die Schwächen. Er wird das machen, wie beim letzten. Ja. Ich wusste ganz genau, wie der kämpfen wird, der letzte Gegner. Haben wir das ein bisschen so simuliert und hat er gut umgesetzt. Okay, verstehe. Andere Frage, ich weiß nicht, wie ihr das beantworten könnt oder wollt. Was ist euer lustigster Insider? Wir haben zu viele, aber ich glaube, das dürfen wir nicht mal hier. Boah, aber eins kann Einen, ich den nicht ihr sagen. nennen Du bist und bleibst dein Leben lang. Also, das betrifft mich, den Kerem und den Jamal. Janale, ja. Da waren, Was du bist und bleibst. da waren wir in Kroatien gewesen und da haben wir 2 Freunde von uns getroffen. Das ist eigentlich eines der witzigsten Sachen, die passieren. Das Problem ist, das kann man jetzt nicht erklären, warum es so witzig war, aber uns war totlangweilig. Lass mich lügen, wir haben die ganze Nacht durchgemacht, wir waren ganz im Zimmer, wir haben uns ganze Scheiße erzählt. Und unsere 2 Kollegen kommen aus Kroatien. Und ich sitze mit den Jungs, ich sage so, guck mal Jungs, ich erzähle euch jetzt was. Der so, ja, und ich gucke so aus dem Fenster raus. Und ich gucke den gerne mal an. Ich gucke auf das Wasser hinaus, ich drehe mich zurück, ich erzähle eine Geschichte. Wir lachen uns tot. Irgendein Witz, irgendein dummer Witz war das. Das war nicht mal so lustig, aber es war 5 Uhr morgens, wir haben die Nacht durchgemacht, wir haben uns einfach peanut gelacht. Ich drehe mich wieder zurück, ich gucke wieder raus. In der Sekunde fällt mir wieder eine Geschichte ein, weil ich habe irgendwas gesehen so. Und dann habe ich das locker, wie lange habe ich das durchgezogen? Locker eine halbe Stunde? Alter, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel gelacht und ich Wir hatte haben Kopfschmerzen. Alter. wirklich, ich hatte richtig starke Kopfschmerzen, weil ich ich habe wusste. so lange gelacht. Ich weiß nicht mehr, was es war wirklich nur, ich habe nur Scheiße geredet, so, aber wir haben so lange gelacht, das war geisteskrank. Also ich habe halbe Stunde gelabert und wir haben locker 2 Stunden darüber noch gelacht, weißt du, was ich meine? Okay. So, und das war wirklich dieses mit Kopfschmerzen, Tränenbeinen und Alter, so. das hat nicht mehr aufgehört. Und ich habe bis heute niemals wieder so viel gelacht, glaube ich. Also Lachfleisch quasi. Ja, aber das war krank. Aber wir haben auch so noch ein paar Insider, die wir nicht verstehen. Ja. Ein so, den ihr jetzt auf Schnelle droppen könnt, ohne dass wir ihn verstehen. Ja, habe ich ja eben schon gesagt, was du bist und bleibst. Ach so, das aber war- davor kommt noch was, aber das kann ich jetzt nicht. Das ist nicht Okay. Okay, dann die nächste Frage. So, ich habe jetzt einen kleinen, kurzen Eindruck von euch und ich weiß ja, wie ihr drauf seid. Was würdet ihr trotzdem unter euch sagen? Wer bringt mehr Humor in diese Freundschaft? Ich bin auf jeden Fall lustiger. Würdest du sagen, er ist lustiger? Ich bin auf jeden Fall jeden Fall. lustiger. Ja. Klar, doch. Was macht ihn so lustig? Bruder, ich bin todeslustig. Manchmal, der macht das sogar manchmal unabsichtlich. Ja. Wenn er einfach so irgendwas was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? So? Und der merkt das manchmal selber gar nicht. Brauchst du manchmal Pause von Islam? Ja, auf jeden Fall, wenn ich mit dem durchgehe, dann bin ich ja verrückt, Alter. Ja? Ich muss mich wieder aufladen und dann wieder. So, der ist anstrengend, Mann. Der ist Der richtig auch. anstrengend. Soll ich sagen, was das Problem ist? Sagen wir, er schläft 3 Stunden, er ist direkt, puff,
Batterie ist Ja. an. Ich will erstmal chillen, ankommen, kennst du in Ruhe und der ist direkt Maschinengewehr. Würdest du sagen, das ist seine Energie oder dieses... Seine Bist Energie, du der von- kann ja eigentlich ich bin ja eigentlich genauso, ich kann nicht lange sitzen, das ist wirklich Krankheit bei mir, aber er ist ja noch Zappeldings. Er macht mich nervös manchmal. Er steht dann so. Auch beim Beten, wenn du mal betest neben, der macht er so. Echt? Ja, so viel der ist Energie? richtig, beim Gebet, das ist diese Zappel. Das ist dieses ADHS? Nein, das ist so Nicht eher ADS, einfach. der ist auf Kokain und Speech Schlechtheit. Das ist natürlich Spaß. Es könnte aber auch sein, dass ich ADHS habe. Keine Ahnung. Könnte sein, Aber man sagt ADHS. Guck mal, ich habe das ja auch. Ich kann nicht lange sitzen, aber er hat das noch mit dem Reden. Ja, okay. Ich muss mich viel bewegen, das weiß er selber. Ich muss mich viel bewegen. Ja, ja. Aber Weißt ich du, könnte auch stundenlang nichts sagen, aber das kann der nicht. wir sind das in Frankfurt, wir wachen morgens drauf, wir sitzen am Frühstücken. Ich kenne Freunde noch von uns, mal und alle. Wir sitzen da, wir sind am Quatschen. Auf einmal, mitten beim Gespräch, er guckt mich an. Es war morgens früh, es war irgendwie 6 Uhr oder so. Ich erzähle ihm so 2, 3 Sachen. Er sagt, Bruder, woher hast du die Kraft, so viel zu reden? Ich kann gar nicht reden, wenn ich nicht will. geschlafen, nichts weiter. Ich meinte, du hast doch gar nicht geschlafen, wie redest du doch einfach so viel? Meinte ich, meinte er, ich habe sogar geschlafen, ich kann nicht so viel reden wie du. Wir haben uns wieder kaputt gelacht am Tisch. Also ich habe auf jeden Fall viel Energie, Bruder, auch über den Tag verteilt. Wenn ich jetzt heute 3 Stunden schlafe, ich wache auf, ich bin wie, als wäre ich, keine Ahnung, 10 Stunden im Bett gewesen, so ohne Probleme. Was, okay. Würdest du sagen, die Energie hilft dir bei den Kämpfen? Diese Energie auch Ja, irgendwie ich so... würde sagen, definitiv, weißt du warum? Ich kann ja auch sagen, ich habe aber meinen letzten Kampf, habe ich von, keine Ahnung, die Nacht davor, 23 Uhr, bis zu meinem Kampf am nächsten Tag nichts gegessen. Nur so Kleinigkeiten. Bewusst? Nein, nicht bewusst. Ich konnte nicht essen. Ich hab mich übergeben kurz vor dem Kampf. Weil ich habe um 12 Uhr oder so nach dem Training habe ich was gegessen. Und dann ging es mir schlecht, ich habe mich direkt übergeben. Und dann hatte ich keinen Appetit mehr. War Katastrophe. Und dann deswegen konnte ich auch nichts mehr essen. Das heißt, ich habe einfach den ganzen Tag mal eben bis zum Kampf nichts gegessen. Aber ich wusste sowieso, okay, ich bin eh so ein verrückter Energie-Mensch, so, weißt du, deswegen. Was meinst du, Kevin, wie ist das bei dir? Du sagst ja, du bist auch so ein bisschen zappelig, kannst nicht ruhig stehen. Ja, das wie ist bei auf dir, jeden Fall. wie ist bei dir mit der Energie? Kannst du diese Energie ausschöpfen im Kampf? Ja, das 100, sieht man ja. Ja. Also ich teile mir die gut ein, aber wenn, volle Kanone, immer explosiv. Und das ist wirklich eine Folter für mich. Sagen wir jetzt, der letzte Flug nach Thailand, Alter. Ich bin dann aufgestanden im Flieger, wie oft bin hin und her gelaufen, habe mich gedehnt. Die Leute haben mich da drin angeguckt. Fing mich an zu dehnen, da mach ich Spagat und so, Alter. Ne? Aber ich brauche das. Ich brauche diese Bewegung. Bei mir ist das nicht mit dem Reden wie bei ihm. Und manchmal, der merkt das gar nicht. Ich gebe den so Schlaftabletten in seinem Wasser. Und trotzdem ist er nicht Und ruhig. trotzdem ist er richtig drauf. Mann. Raus Nein, das war dreifache natürlich Dosis Spaß. bei ihm, sagst du? Nein. Deswegen, die wollten ja auch, kennst du, die wollten ihn einmal ruhig stellen. So, die haben den haben den Spritzen gegeben, der immer noch voll. Das hat den sogar noch mehr Die haben gepusht. ihn Die haben den, was haben wir denn Ritalin gegeben? Die haben den, glaube ich, nein, auf jeden Fall. Ja, das ist jeder Unterschied. Das ist das ja. Wäre ich jetzt genauso wie, glaub mir, wir hätten uns auch so, glaube ich, jeden Tag kaputtgeschlagen. Ich weiß noch eine Geschichte, es war richtig lustig. Weil er sagt gerade so, der ist voll ruhig und so. Wir waren einmal in der Stadt und wir laufen zu zweit, da waren noch ein paar andere Jungs. Kommt uns eine Truppe entgegen, das war auch 3 Jahre, 4 Jahre ist es her, das war noch so kurz, wo man kurz Break hatte von Corona, so, wo jeder auf einmal dachte, ey, endlich, wir dürfen mal kurz raus. So, waren wir in der Stadt, wir laufen, uns kommt einer entgegengelaufen, irgendwas passiert, wen hat der angerempelt? Dich oder mich hat der angerempelt, so, lauf weiter, ich drehe mich um, wir gucken, ich sag, Ach, der mit Body, ne? ja, genau, so ein Breiter war das. Yeah. Er sagt irgendwas, wir gucken, genau in der Sekunde so, wir schubsen uns gegenseitig, wer wir hauen will. Und ich zieh Uhr aus, der zieht Uhr aus, ich stehe nur noch. Und wir laufen auf den Zug, auf einmal, wo wir auf den Zug gelaufen sind, so kurz vor Ende, so, der springt so, ey Jungs, chill, ich feier euch, und irgendwie sowas. Auf einmal so, jetzt feierst du uns. Aber der hat euch erstmal Schulter gegeben? Irgendwie hat er noch hart was war geguckt, da? irgendwo hart geguckt, so. Manche machen das gesagt, noch nicht mal bewusst. Der war auch gut hat er noch auf so jeden einen Fall Kommentar trainiert. abgegeben auf jeden Fall. So. Der hat Und irgendwas danach- gesagt so. Islam, also ich habe gar nicht gemerkt, er nicht, beide so, so, er rennt zu dem, ich so, entspannt euch, ich feiere euch, Jungs, ich feiere euch. Und seine Kollegen sind schon so über alle Berge gewesen. Und die hauen schnell ab und dann meine ich, ja, okay, ich gehe weiter. Hast ein Problem? Vor allem, der kannte euch, ja, und dann macht er noch das. Also, Nein, das willst ist du so. lebensmüde sein? Ich verstehe nicht ganz. Manche Manche verwechseln Menschen das auch. denken ja, die kommen dann durch. Guck mal, das sage ich auch immer wieder. Ne? Wir sind Sportler, erste Linie. Aber vergisst nicht, wer wir waren und wir haben das immer noch in uns. Verstehst du? Ja. Ich würde mich niemals im Leben einfach so, oder wenn mich einer anfasst, ist vorbei, ist egal. Ob ich jetzt Vorbild, Sportler, ist vorbei. Deswegen, manche müssen die Grenze kennen. Safe. Manche leben auch in deren Internetwelt, weißt Ja. du? Die schreiben. Ich reagiere jetzt niemals drauf zurück, so, weißt du, es gibt. Aber vergisst nicht, das ist nicht die reale Welt. Weißt du? Ja. Dann müsst ihr auch immer rechnen. Ich glaube, du hast einfach noch den Fakt, dass du bist halt
so schon sehr angreifbar gewesen, aber mit der Zeit nochmal ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Aber du hast jetzt auch dementsprechend so ein bisschen mehr zu verlieren, ne? Ja, und wir beide haben was. Denke ich mir irgendwie, so einen kleinen Junkie, so riskiere ich doch nicht meine ganze Karriere, denke ich mir manchmal auch. Normal, Bruder, der sieht uns, wir leben sein Leben, aber du hast dich dafür entschieden. Ja. Warum machst du das? Warum hatest du uns oder schießt gegen uns? Du bist neidisch. Das würdest du ja nicht machen, wenn du das nicht ertragen würdest. Weißt du, was ich meine? Ja. Warum hatest du generell eine Person? Du bist neidisch. Du stirbst. Wie Farid immer schön sagt, stirb vor Neid. Ja, ist so, stirb vor Neid. Es ist wirklich so, ja. Aber wir haben uns den Weg hart erarbeitet. Es ist nicht gekommen. Guck mal, das haben wir ja letztes Mal gesagt. Der Erfolg, der von heute auf morgen kam, hat bei mir 10 Jahre gedauert. Und bei ihm eigentlich auch. Die sehen nur, er ist jung, aber er hat schon früh angefangen mit Kampfsport. Ja. Und wie viele Jahre wir uns schon gequält haben, Alter. Ja. Das kam nicht über Nacht. Ja, ihr habt angefangen auf der Straße, ne? So mehr Ja, oder abgesehen weniger. davon, was wir in der Trainings in der Halle Zeit verbracht haben, wo andere Partys, Schwimmen, ich weiß noch, alle im Freibad, ich war am Trainieren. Das Schöne ist, geh mal bei dieser scheiß Kälte raus zum Training. Ja. Motivier dich mal. Weißt Das du? ist ja genau das, was Elite-Sportler von normalen Sportlern oder Menschen unterscheidet. Während ist ja der klassische Spruch, andere gehen feiern und sonst was machen, aber ihr geht trainieren. Ja, oder Und dann viel sagen Opfern. genau, Viel das Opfern. sind genau die Leute, die dann sagen, ja, warum Oder wir seid ihr chillen so, noch. wie ihr seid, ne? Ja, So, ja, weil guck mal erstmal, was du machst, ne? so ist das. Könnt ihr euch erinnern an das erste Projekt, an dem ihr zusammengearbeitet habt? Und hat es sofort gut harmoniert? Direkt von Anfang. Ja, was war denn das erste Projekt? Sofort. Damals kam er über Max Schwind von der Ringerhalle, da waren wir in Krefeld in einem Gym. Ja, das war das. Da haben wir direkt die ganze Vorbereitung zusammen gemacht. Okay, und da habt ihr auch schon, wie meine Frage vorhin, Wellenlänge war sofort da zusammengearbeitet. Der war ja noch leichter, viel leichter. Es war ja noch viel einfacher, mit ihm zu arbeiten. Er hat Okay. glaube ich, 66 hatte ich 60 Kilo, Alter. 66 Kilo? War ja gar kein. Das war ja damals eigentlich nicht mal meine. Ich hatte ja auch gar nichts von ihm. Da hatte ich schon meine 90 Kilo, er konnte mir nichts beibringen. Er war nicht meine Gewichtsklasse. Nichts, aber ich habe trotzdem immer wieder versucht, mit ihm Sparring zu machen, Boden zu machen, simulieren, das machst du so, weißt du? Okay, verstehe. Das heißt, da war auch schon klar, so, ey, Ja. so ein Team, Team, so, ne? Ja. Okay. Safe. Und ich habe auch immer gesagt, Islam egal. Ich schwör's dir, der hatte diese, wie sagt man, diese Attitude oder wie heißt das, ne? Meine ich, warum? Ich wollte immer, dass der noch nebenbei rappt. Ja, Mann, ich weiß Aber das. warum? Ist das? Ja, warte, ich sage jetzt genau warum. Der wollte aus mir Rapper machen. Warte, nicht nur Wenn ich Rapper. mich Ich habe zurück gesagt, erinnere, guck mal, stimmt, ich Alter. schwöre es euch. Warum? Weil er hat das wirklich, wie man sagt, kredibil, ne? Er ist Kredibilität, authentisch, ja. Kredibilität. Ja. Er war nämlich authentisch. Ich meine, guck mal, du bist authentisch, du kannst kämpfen, bist ein Motherfucker. Wenn du noch rappen kannst, Bruder, das ist die perfekte Kombo. Ich weiß, Weißt du, der was kam zu mir, zu mir, Bruder, du bist Model. Ja. Du bist Straßenkämpfer, du bist MMA-Kämpfer. Und das, was die Leute rappen, das Machst kannst du machst du als mal. Wirklichkeit. Meine ich, und wenn die dich rausfahren, du haust die alle tot. Meine Da ich, gibt's meinte, kein wenn ich Ich, einer Beef ist, für dann dich. verprügeln wir ihn direkt. Ja, Alter. Meine ich, sofort. Bruder, wenn ich anfange heute zu rappen, Das ist das Problem, ja. sofort am selben Tag, mein Vater schießt mich. Echt, was? Sofort am selben Tag. Dann noch aus religiöser Sicht, weißt du, wäre das. Ist schon schlimm genug, dass ich kämpfe. So. Aber ich finde, Musik ist halt nochmal ein bisschen was anderes, so, weil du hast halt Hörer und so weiter, weißt du. Nachher bin ich erfolgreich, hören mich 10 Millionen Leute. Ja, du kannst über gute Sachen rappen. Ja, also ich finde, die Richtung hast du schon gut gewählt, so. Naja, auf jeden Fall, jetzt im Nachhinein auch. Das war halt diese Zeit damals. Weil Das da dachte Lustige ich ist, da kamen mir, Leute drauf, die meinten zu mir, ey, weil wir halt mit Rappern und Musikern halt immer gut vernetzt waren, hätte das auch wirklich so, ich hätte mir auch Texte von jemandem schreiben lassen können und er wäre einfach, es hätte easy anfangen können zu rappen und hätte mir direkt Features geholt von mit großen Namen und so, das wäre dann locker durchgegangen, weil die Leute hätten das auch safe gemacht, weil wie gesagt, die Freunde, Bekannte, was auch immer, sowas macht man einfach, um gegenseitig zu supporten. Und wenn jemand noch rappt, der stabil ist, so, dann kommen die Leute sowieso von selber supporten. Aber es würde mir für mich halt nicht in Frage kommen, weil wie gesagt, das würde auch nicht zu mir passen. aber er wollte das das eigentlich ist- machen, er hätte nur so von außerhalb gesagt, Nein, Scheiße. hätte ich nicht, weißt du. Allein der wichtigste Aspekt war die Religion, was dagegen Okay. so gesprochen hat, weißt du. Also Ich sagst liebe auch Tattoos, über alles. Also ich finde Tattoos richtig geil, aber ich würde mir auch keine Tattoos stechen. Auch aus religiöser Sicht, weißt du. Aber an sich feiere ich das unmal. Okay, ja, verstehe. Ich weiß nicht, wenn du jetzt hier als Rapper sitzen würdest, ich glaube, das wäre. Ja, Da wär hätten wir auf jeden Fall wär was eine vermisst. brutale Dann wäre das Dingskombi. so, ich rappe und der macht meinen Schutz. Oder du wärst dein eigener Schutz. Ja, ich meine, aber wenn ich jetzt Kämpfen nicht konntest kämpfen, du. nein, ich meine, wenn ich nicht kämpfen würde. Ja. Das war, ich dachte, du meinst, wenn ich reiner Rapper wäre, ja, sonst klar. Wenn ich kämpfen könnte und rappen könnte, dann bräuchte ich auch keinen Schutz, aber. Okay, dann würde ich sagen, letzte Frage, da müsst ihr vielleicht auch nochmal überlegen. Stellt euch vor, ihr werdet in einem Escape Room. Wie würde eure Zusammenarbeit funktionieren? Und jetzt, damals gegen heute.
Also deswegen habe ich ja vorhin gefragt, wie ist eure Entwicklung gewesen in der Freundschaft? Also damals würden wir beide draufgehen, glaube ich, in dieser Escape Room. Ja, Wir würden da niemals rauskommen. Weil beide zwei Dummköpfe, so, wenn die versuchen würden, nicht mehr rauszukommen, wäre keine Chance, weißt du, weil beide irgendwie ihr eigenes Ding machen wollen, so. Ich glaube, heute wäre man so ein eingespielteres Team, so, weißt du. Man würde schon denken, okay, so. Aber ich glaube, am Ende des Tages würde enden, wir würden uns gegenseitig umbringen. Ja, Dann ist auch so. Also nicht zusammen, sondern gegeneinander. Oder? ja, wir würden am Ende uns gegenseitig umbringen, damit wir einfach das hinter uns haben. Wir würden sagen, guck mal, weißt du was, wir schaffen es hier nicht raus. Scheiß drauf, wir gehen einfach auf. Du stichst mir ins Herz, ich stech dir ins Herz gleichzeitig. Und dann wir beide jetzt heute hier drauf gehen, damit wir das nicht mehr länger ertragen müssen. Okay. Was sagst du, Keller? Ja, wäre so gekommen. Genau so? Das wäre so gekommen, auf jeden Fall. Ja, okay, ja, interessant. Also wir haben jetzt noch Zuschauerfragen, die, wie ihr gesagt habt, ihr fleißig gestellt habt. Danke dafür. Einmal von Podcast 51. Aus welchem Kampf habt ihr am meisten gelernt? Wenn ich anfangen darf, ich würde sagen, aus meiner Niederlage habe ich am meisten gelernt. Ja, weil ich glaube, nach dem Kampf habe ich habe einmal verloren, da habe ich auf 66 Kilo gekämpft. Und dieser Kampf hat mir sehr, sehr krass die Augen geöffnet. Sowohl freundschaftlich, ne, von Leuten aus meinem Umfeld, als auch sportlich. Weil ich habe danach direkt gemerkt, was ich falsch gemacht habe. Der Weightcut war komplett scheiße. Ich habe gesagt, okay, so einen Weightcut mache ich nie wieder. Die Gewichtsklasse war die falsche. Ich bin 1,92 Meter, ich habe bei 66 Kilo nichts verloren. Habe mir von Leuten, die außenstehend waren, einreden lassen, ey, du bist gut, du schaffst das. Bin fast beim Weightcut leider wirklich, wirklich gestorben. Also wortwörtlich gestorben so. Und habe danach, ne, das war halt die sportliche Sicht, habe danach auf 77 Kilo gekämpft. Wie man sieht, alle 11 Kämpfe in Folge, ne, gefinisht. Ja, und dann noch privat, wenn du jetzt sagst, freundschaftlich und so. Vor dem Kampf waren in meiner Kabine 100 Leute. Nach dem Kampf waren in meiner Kabine vielleicht 8. Also Ich stand da noch. So. Deswegen, ja, Mann. Also gefiltert dann quasi, ne? Safe. Safe gefiltert. Auch so, du weißt, wie die Leute, guck mal, du musst dir vorstellen, und zu der Zeit, ich komme aus einer 15 Kampf-Siegesserie. Bei den Amateuren jetzt. Bei den Amateuren. Ich bin Nummer Amateurkarriere. 1 in Europa in 2 Gewichtsklassen, musst du dir vorstellen. Ich komme mit so einem Namen rein ins Profi-Game. Alle feiern mich, ich komme da rein, ich kämpfe in der Halle In der Lanxess Arena, Bruder. 4.000, 5.000 Leute ja. in Köln. Das war weißt sein du? Debüt. Und das ist ja nicht wie Musik. Okay. MMA, da kannst noch kein Schwein MMA richtig. Ja. Weißt du, bei meinem Debüt so. Das war so MMA, 5.000 Zuschauer, das war schon geisteskrank so. Ja. Weißt du, ich komme da rein, so, ich mache mein Debüt, vorm Kampf, alle so feiern, auf einem nach dem Kampf, ich höre so, wie Leute so im Hintergrund so, weißt du, kriegst so mit, so, ah, krass, ja, okay, hat er so verloren. Ja, das ist ein Kampf. 2 Leute gehen rein, du kannst immer gewinnen oder verlieren. Das ist immer das Risiko. Was denkst du denn, dass ein Mensch jeden Leben lang reingeht und immer gewinnt? Kann passieren, dass einer verliert. Natürlich, hast du mal einen schlechten Tag, wie zum Beispiel den Tag, siehst du, bitteschön, verkackst du einen Weightcut, da stehst du da. Ja. Hast keine Kraft in den Beinen, kämpfst du 3 Runden, hast verloren, fertig. Ja. Weil es ist halt immer so, musst du nehmen wie ein Mann. Und ich habe die Niederlage genommen wie ein Mann, weißt du, ich habe dann gar kein Problem gehabt. Ich habe gesagt, ey, guck mal, ich habe verloren, ja, alles cool, aber ich werde an meinen Fehlern arbeiten, ich werde härter zurückkommen und das habe ich auch gemacht. Warst du sehr lang down danach? Nee, ich bin Oder ganz Typ- im Gegenteil sogar? Ich bin ehrlich, ich war an dem Tag war mein Vater da, live. Dann, ja, das habe ich ein bisschen traurig gemacht, weil mein Vater hat danach Herzschrittmacher. Mhm. Und danach ging es ein paar Tage nicht gut. Das hat mich so wütend gemacht. Das war eigentlich das Hauptthema, was mich am meisten wütend gemacht hat. So. Mhm. Und danach habe ich mir geschworen, erstmal nie wieder so, dass ich von meinem Vater verlieren werde. So. Mhm. Das war schon richtig mies, so bitter. Deswegen einfach, das war der einzige Grund so, warum ich so richtig sauer war. Dann habe ich meinen Vater, glaube ich, zu 3 Kämpfen, 4 Kämpfen gerufen. So. Dann habe ich die Leute aber auch wirklich in der ersten Runde sofort totgeschlagen. Mhm. Also war es auch so ein Ding für den Vater so ein bisschen, ne? Ja, der Grund halt, warum ich so down war für die ersten paar Tage, war halt, weil es meinem Vater schlecht ging. So. Okay, verstehe. Das war aber der Hauptgrund. Die Niederlage war auch bitter, aber ich meine, ich wusste von vornherein so, es kann nie im Leben immer glatt laufen. Mhm. So, weißt du, mal gewinnst du, mal verlierst du. Das ist nun mal Circle of Life. Gehört dazu, ne? Und deswegen, Okay, ja, verstehe. Danke dir, Islam. Wie ist das mit dir, Karim? Aus welchem Kampf hast du am meisten gelernt? Deine beste Also am Version meisten ausgezogen? gelernt habe ich vom letzten, aber wie er sagt, bei meiner Niederlage habe ich auch alles umgestellt. Alles, weil das ist so gut, dass es so gekommen ist, weil sonst hätte ich niemals die anderen Dinge an mir geändert. Und jetzt habe ich eine 14-15 Win Street. Genau nach dieser Niederlage. Da habe ich gesagt, das lasse ich, mit dem werde ich nichts mehr zu tun haben, daran werde ich das ändern. Das sollte alles so sein. Also ich bin auch froh, dass die Niederlage damals so war. Weil, stell mal vor, das wäre jetzt, dann wäre es noch viel schlimmer, weißt du? Ja, das ist halt Zu auch dem so ein Zeitpunkt Ding. ging es um gar nichts so richtig. Da habe ich kein Geld verdient. Der Name war schon da, aber war jetzt nicht so krass. Aber die meiste Erfahrung habe ich aus dem letzten Kampf gemacht. In diesen 5 Runden, die haben mich wie psychisch, auch mental richtig nach oben katapultiert. Wie Wo war ich jetzt wirklich merke, ich kann gegen jeden der Welt kämpfen.
ich wusste immer schon, ich kann gegen jeden kämpfen, aber das hat mir nochmal bewiesen, vor so einer Kulisse. Kämpft man vor 60.000 Leuten halt, alleine nur das. Jeder wird Das sich ist in die Hose Wahnsinn, das scheißen, ist Alter. Wahnsinn. Geh mal da raus in die Halle, der Das hat ist ja Wahnsinn. gesehen. Kämpft man vor 60.000 Menschen und dann gegen so einen Typen und dann Und dann noch, so eine und Performance. dann noch 30 Minuten. Ja. Und dann haben wir uns geknallt da und vor allem in dieser Kälte. Das Über weiß ja auch 5 kein. Runden hinweg, ne? Das war so scheiße kalt. Ja. Den ersten Kalfkick, den ich bekommen habe, der tat mir so weh. Ja. Das hat so weh getan durch die Kälte. Ne? Ich habe seinen Rauch gesehen beim Kämpfen. Alter. Krass, okay. So kalt war es in der Halle. Situationsbedingt, klimabedingt, alles habe ich da in diesem Kampf gelernt. Ob mit Schmerzen, habe ich ein paar Dinge, harte Dinge auch bekommen. Hinten meine ganzen Backenzähne sind mir rausgebrochen, unten am Boden. Ja. Der hat mir einen richtig guten Ellenbogen unten gegeben. Krass, okay. Meine ganzen Backenzähne rausgebrochen. Ja, interessant, das sind auch wichtig, das sind gute Infos, dann würde ich sagen, dass wir auf das nochmal näher nächstes Mal eingehen, weil allein dieses mit dem kalten Rauch, man sieht es ja wirklich nur auf YouTube-Videos, man denkt, boah, sieht gut aus und dann haut man sich auch so, ne? Und dann einer gewinnt, aber diese ganzen Zeitinfos sind ganz interessant. Ja, Ich würde jetzt noch einmal auf die zweite eingehen, von Emre28, auch danke dir für die Frage. Was war der härteste Rückschlag in eurer derzeitigen Karriere? Der härteste Rückschlag. Sind es die Niederlagen, die ihr vorhin erwähnt habt? Oder gab es irgendwas? Ja, was ist harter drüber Rückschlag? Corona war abgefuckt. Da wurden bei mir 2, 3 Kämpfe gecancelt. Einer am selben Tag. Ich hatte noch Gewicht, Weightcut, alles. Das war ekelhaft. Und einmal eine Woche vorher. Boah, das ist richtig bitter für einen. Weil du bereitest dich vor, dann sagen, einer war am selben Tag sogar. Das war so. Nicht so, okay. Ja, Also ekelhaft, Mann. würdest du Stand jetzt sagen? Da habe ich noch, ich glaube, ich weiß nicht, bei 77 sogar noch. Da war extremer Weightcut. 13, 14 Kilo runter. Die ganze ekelhafte Vorbereitung und dann am selben Tag Kampfabsage. Und das ist mir 2, 3 Mal passiert. Okay. Und sagst du, das hat dich mit am meisten eigentlich zurückgeworfen? Ja, voll. Das war ja, wie gesagt, kein Kampf. Man sagt ja Ringrost. Und kein Kampf, dann bist du die ganze Zeit im Training, denkst du, für was trainiere ich diese ganze Scheiße hier? Sowieso nichts ansteht. Dann hast du auch ich hatte gar keine Ziele so richtig. Auch gar keine Motivation. Das zeigt, dass man auch wirklich Ziele haben muss, um auch wirklich das Ganze durchzuziehen, ne? Ja. Und keiner wusste, wie lange das geht. Ja. Okay. Und wie ist bei dir, Islam? Was sagst du? Dein härtester Rückschlag in deiner aktuellen Karriere? Ich würde sagen, ich habe mir damals mein Jochbein gebrochen gehabt, bei einer Schlägerei. Und ich hatte Nase-Jochbein gebrochen und das hat mich, du musst dir vorstellen, ich bin im Krankenhaus gelandet, ich wurde operiert. Einen Tag nach meiner OP hat Corona angefangen. Das heißt so, da ging eine lange Zeit gar nichts. Ich glaube, das war so mein härtester Rückschlag, den ich hatte. Und der Mann, Alter. Das ist wie lange jetzt her? Ja, Mann. Diese Probleme haben mich, um ehrlich zu sein, sogar diese Probleme haben mich bis jetzt vor kurzem noch verfolgt. Ach was. Ja. So einen langen Ja, Rattenschwanz? Okay. Gesundheitlich haben die mich schon ein bisschen länger verfolgt, ja. Okay, verstehe. Das ist, keine Ahnung, wann hat Corona angefangen? So richtig, ich glaube 2020. März, glaube ich, kam der richtige Lockdown. So, und das ist irgendwann im März passiert, diese Schlägerei. Okay. Und dann hat mich diese Schäden, die ich von da hatte, haben mich bis jetzt noch lass mich nicht lügen, vor 2 Wochen noch verfolgt. Ach, so aktuell tatsächlich? So noch. aktuell noch, okay, krass. Ja, heftig. Okay, ja, dann würde ich erstmal sagen, dass wir mit diesem Thema einmal abschließen. Gibt es irgendwas von euch beiden, was ihr sagt, wo ihr sagt, ey, das wäre jetzt noch erwähnenswert oder was ihr irgendwas, was ihr vergessen habt zu sagen? Oder vielleicht ein Appell an die Zuschauer da draußen. Schaltet ein, Ja, Mann. vergiss nicht, diesen Podcast zu supporten, abonnieren, teilen, liken, was auch immer, damit ihr das nicht verpasst, weil es ist erst der Anfang und ja, Mann, wird alles noch viel geiler und viel größer und viel cooler. Ganz wichtig für die, die nur zugehört haben, uns gibt es auch auf YouTube, uns gibt es auch live in Farbe, deswegen auch da einschalten. Ganz wichtig, kommentieren immer für die nächsten Fragen, für die nächsten Runden im Podcast, die wir dann posten, weil Fragen werden immer von den Jungs beantwortet und liken, abonnieren auf allen Plattformen, die wir haben. Ganz wichtig, die Glocke aktivieren und auch beim nächsten Mal einschalten. Vielen Dank, Jungs, seid gespannt auf die nächsten Folgen und schaltet auf jeden Fall ein. Von uns ein Peace. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Peace out. Smash Brother. Ciao, ciao. Peace out.